Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privaten Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um die Ordnung, und zwar um die Schuhordnung. Wer kennt das nicht? Man steigt ins Mobil rein und es steht schon alles voller Schuhe, wenn man eine größere Familie ist und man weiß gar nicht, wo man hintreten soll. Und dann liegen die auch immer so im Weg und es sieht unordentlich aus. Ich habe mir da für mich ein bisschen was überlegt, bin da ganz zufrieden, deswegen möchte ich euch das zeigen. Also wir schauen uns das mal näher an. Ja, das ist jetzt die Ist-Situation in vielen deutschen Wohnmobilen oder weltweit. Wir haben in dem vorderen Bereich dann die Schuhe stehen und das ist jetzt nur so ein Beispiel. Normalerweise ist das, haben wir ja immer noch mehr Schuhe stehen. Das sind jetzt ja nur, klar, die Schlappen, aber auch nicht von allen. Es sind ja nur 3 Paar und sonst haben wir natürlich auch noch Schuhe, mindestens ein Paar, kommt sogar aufs Wetter an. Und dann kommt man jetzt hier rein. Ihr kennt das, manchmal ist es wirklich schmutzig auf dem Platz oder man steht unter Bäumen, Samen und so weiter, draußen ist feucht. Und man möchte natürlich nicht hier reinsteigen, weil natürlich das wirklich tatsächlich der Wohnraum ist und man möchte den Dreck nicht reintragen. Also versucht man natürlich auch vorne hinzusteigen in diesem Bereich, was schon schlimm genug ist, weil man steigt da hier auch seinen Teppich und seinen sogenannten Wohnbereich. So, jetzt steigt man hierher und schiebt das hier rein, damit man hier Platz bekommt. Und dann schiebt man natürlich diese Schuhe, die vielleicht gerade auch draußen waren im Matsch, die Leute sind ja auch gerade reingekommen, schiebt man dann schon hier rüber und dementsprechend fängt man an, das zu verteilen. Und dann hat man auch in diesem Bereich, was überhaupt nicht sein soll, was man nicht will, auch Schmutz und Staub und Dreck. Dann ist man hier drin, hat abgesehen davon, dass man natürlich mit den Schmutzschuhen in seinem Wohnraum steht und den verteilt, hat man auch diese riesengroße Unordnung, das sieht immer splittelig aus, wenn man anfängt, die Sachen übereinander zu legen. Dann schmiert man die sich natürlich selber voll, man saut sich das alles ein und es wird ja trotzdem nicht schöner. Ja? Selbst wenn man dann anfängt hier Berge zu bauen, es wird nicht wirklich ordentlich. Und das ist ja der Wohnraum. Ich sitze ja hier und ich möchte nicht die ganze Zeit auf die Schuhe gucken. Abgesehen davon, wenn die natürlich draußen matschig waren und werden über Nacht dann trocken, dann blättert hier der Dreck ab und man kann, ihr wisst das, wer ein Wohnmobil hat, kennt das, wer nicht, der wird es erleben. Man ist ja permanent am Saubermachen und es wird immer wieder dreckig und es fühlt sich nicht schön an, wenn man wirklich hier so reinsteigt mit Schmutzschuhen und die Kinder oder die anderen alle reinsteigen und man das hier so verteilt. Und dafür habe ich mir 2 Sachen überlegt, wie wir da uns das Leben ein bisschen leichter machen können und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Ja, wie ihr seht, sieht es jetzt um einiges ordentlicher aus nach meinem Empfinden. Wir haben jetzt hier ein kleines Schuhregal, was sich optisch auch wirklich gut einfügt hier, wie ich finde, in den Bereich hier, wo man hier wirklich auch Plastik hat und so. Sieht fast schon original aus, ist es natürlich nicht. Es ist kein Campingzubehör zwingend, aber das zeige ich gleich noch. Und wir haben jetzt hier so eine Schale, wo man reinsteigen kann und die ist aus Plastik. Die hat auch eine gewisse Höhe. Das heißt, ihr habt da auch einen Feuchtigkeitsschutz. Gerade im Winter oder wenn ihr im Nassen seid, wenn man da reinsteigt, dann bleibt die Feuchtigkeit und das Wasser und das Abtropfende, gerade im Winter, Schnee und so weiter, gelangt gar nicht erst in den Teppich, keine Feuchtigkeit und so weiter und der Schmutz natürlich auch. Ne? Ich demonstriere das auch gerne mal. Wenn man jetzt hier reinkommt, hat man da gar keine Schmerzen und gar kein schlechtes Gewissen. Ihr seht, man kommt ja auch super durch. Das ist echt schön schmal. Man hat ja hier schon fast die Tür. Also viel breiter ist der Eingang ja sowieso nicht. Und dann kann man hier sich jetzt hinstellen und kann jetzt hier in Ruhe die Schuhe ausziehen. Steigt dann immer. Und das ist das Wichtige und das ist das Tolle. Auch vom Gefühl, man steigt immer in sein Wohnmobil, in seinen Teppich, auf seinen Teppich mit Socken. Ja? Die Schuhe sind hier. Und entweder lasse ich die hier stehen oder ich räume sie noch ins Regal. Hier passen jetzt auch 2 hin. Das heißt, ich habe jetzt, selbst von der Ordnung sieht das besser aus, wenn ich hier 2 habe und auch vom Schmutz. Ne? Und ihr seht, hier passt einiges rein. Das kann man auch noch erweitern, wenn man das möchte und sicher noch höher bauen. Es ist natürlich jetzt nicht die allertollste Geschichte, Schuhe im Bereich zu haben, aber wir sind Camper und das ist nun mal so. Wir sitzen nun mal in unserer Küche und in unserem Wohnzimmer und in unserem Schlafzimmer gleichzeitig, aber ich denke mal und ich finde persönlich, das ist auch optisch und vom Feeling 10-mal besser, wie wenn hier die ganzen Schuhe rumliegen und ich nicht weiß, wo ich hintreten soll und ich die immer hin und her schiebe und der Schmutz hier drin ist. Das ist eine optisch ordentliche Lösung, das ist sauber und eine feine Sache. Und es ist auch ganz, ganz günstig und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Ja, bevor ich es vergesse, da ist auch noch ein zweites dabei, eine zweite Schuhablage. Die kann man sich dann optional, das ist ein Zweierpack, ne? Die kann man sich optional ja auch noch hinlegen. Gerade vielleicht im Winter nochmal eine Idee, wenn man dann die nassen, abtropfenden Schuhe vielleicht nicht hier reinpacken möchte. Ihr seht, hier sind so Löcher drin. Ja? Das kann man natürlich ganz einfach lösen, wenn man
sich so eine Folie besorgt. Die gibt es überall. Das ist so Standardfolie, die man vielleicht zum Beispiel in Besteckschubladen oder so reinmacht. Und die kann man dann da reinlegen, wenn man zum Beispiel verhindern möchte, dass Sand durchfällt oder dass das Wasser durchkommt oder was. Ja? Im gewissen Rahmen. Wasser natürlich, es wird natürlich nicht wasserdicht. Aber diese zweite zusätzliche Abtropfschale hier kann man dann, wenn man möchte, verwenden, wenn es vielleicht ein bisschen, wenn mehr Leute unterwegs sind und das nicht ausreicht. Ja? Muss nicht. Ist einfach dabei im Paket. Oder was ich gerade noch gesehen habe, die zweite Schale kann man natürlich auch super im Führerhaus zwischen die Sitze stellen. Ja? Da kann man noch unauffällig Schuhe, die vielleicht nass sind oder so, wirklich verstauen, ohne dass sie einen wirklich stören. Die passt da perfekt hin und da ist das auch ein bisschen aus der Sicht und vor allem aus dem Gang. Noch kurze Info zu der Befestigung. Ich habe jetzt hier mal grob provisorisch jetzt einfach so ein Gummi, so ein Spannband genommen, wie wir es kennen. Und ihr seht hier unten im unteren Bereich wurde das jetzt befestigt. Gucken, ob man das sehen kann. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Ich habe die Kamera jetzt auf dem Stativ. Ich habe das jetzt mal ganz provisorisch hier an den Halter gemacht, der normalerweise den Vorhang hält. Da kann man natürlich noch eine andere Lösung finden, weil der Befestigungspunkt, den kann man ja sonst wie benutzen. Aber das muss ja nichts halten. Ja? Und man kann auch hier eine andere Farbe benutzen. Aber wichtig ist, es steht. Ja, und das ist auch während der Fahrt schon benutzt worden. Das kippt nicht um oder ähnliches. Und ganz auf die Schnelle habe ich das mal installiert, dass es einfach mal da hält und steht zum Testen, ob es da funktioniert. Und das geht super. Ja, jetzt möchte ich auch noch ein bisschen sagen, wo ihr das findet und was das kostet. Also einmal das Schuhregal, das gibt es beim Möbelhaus eures Vertrauens, entweder direkt zu kaufen für nur 9 €, was ich vollkommen super finde. Das ist jetzt nicht High-End, aber ich muss sagen, gerade ins Wohnmobil und in den Türbereich, wo ja so weißes Plastik ist, das fällt optisch überhaupt nicht auf und man könnte denken, es wäre vielleicht mindestens ein Zubehör aus dem Campingbereich, vielleicht sogar vom Wohnmobilanbieter oder es ist auf jeden Fall vielleicht direkt schon dabei gewesen. Von daher finde ich das gut. 9 €, auch Top-Preis. Gibt es auch bei Amazon, dann auch direkt vom Möbelhaus eures Vertrauens. Kostet dann 17 € im Einzelpreis. Versand ist dann drin. Ist noch ein bisschen happig, aber ich habe gesehen, verlinke ich euch auch. Ein Dreierpack kostet 32 €. Das sind dann 10,66 € Stück. Da ist der Versand mit drin. Und das ist, denke ich mal, total super. Wenn man nur eins im Wohnmobil braucht. Hinten kann man das auch super installieren. Da kann man auch super Sachen ablegen oder im Notfall im Keller oder man tut sich als Gruppe zusammen mit ein paar anderen Wohnmobilisten, die dann vielleicht auch eins nehmen. Ja. Die Schuhablage, da kosten 2 Stück. Auch bei Amazon verlinke ich auch, kosten 2 Stück 12 €. Mit Versand, also 6 €. Super Preis. Hilft nicht nur im Sommer, sondern auch, wie ihr gesehen habt oder wie ich erzählt habe, im Winter. Gibt es in 3 verschiedenen Farben. Schwarz, Weiß, Grau. Das hier ist die graue Variante und 54 cm mal 38 cm. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen, die Ordnung im Wohnmobil ein bisschen zu optimieren, ein bisschen den Schmutz draußen zu halten. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine tolle Bestätigung als kleines Dankeschön. Und schaut euch gern die weiteren Videos an. Da gibt es viel zum Thema Tipps und Tricks. Allerdings natürlich auch Vermietungsthemen vom eigenen Wohnmobil und Boomtouren. Lasst euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit, habt schöne Reisen. Bis bald. Ciao, ciao.